Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Auf der Suche. Inzwischen bei Folge 9. Heute gibt es mal ein bisschen einen Zusammenschnitt von verschiedenen Orten, die ich in letzter Zeit besucht habe. Im Moment bin ich auf dem Weg nach Brachstedt, wo es einen Menhir und einen Grabhügel zu sehen gibt. Unterwegs gibt es noch weitere Sachen zu entdecken. Ich zeig's euch. Ich glaube ja fast, dass es gar nicht meine beste Idee war, dass ich jetzt hier bei Gegenwind losgefahren bin. Brachstedt ist halt auch echt ein Stück weg. Aber die haben die erste Etappe geschafft. Hinter mir seht ihr den Menhir von Drelitz. Wunderbar. Nur einige Kilometer östlich vom Petersberg steht direkt an der Straße von Drelitz nach Ostrau der Menhir von Drelitz. Er ist 1,80 Meter groß und besteht aus Porphyr. Es wird, wie bei mehr oder weniger allen Menhiren dieser Gegend, angenommen, dass dieser Stein vor 5600 bis 4200 Jahren aufgerichtet wurde. Leider wurde hier das Informationsschild in nur etwa 20 cm Entfernung vom Menhir platziert, sodass man den Stein nicht fotografieren kann, ohne auch das Schild mit auf dem Bild zu haben. Auch der Informationsgehalt auf dieser Tafel geht gegen Null. Hier waren Profis am Werk. Die flachen Ansichtsflächen des Steins stehen wohl direkt in Nordost-Südwest-Richtung. Das bedeutet, sie sind zum Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende und zum Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende ausgerichtet. Weiter geht's in Richtung Brachstedt. Ich bin hier in einem kleinen Landschaftsschutzgebiet, kurz vor Brachstedt. Ich muss jetzt erstmal ein kurzes Päuschen machen. Über 20 Kilometer bei Gegenwind sind irgendwie nicht so meins. Jetzt gibt es erstmal Lachsbrötchen. Schaut euch mal diese wundervollen Schirmpilze an, die hier wachsen. Wow. Noch welche? Oh, hallo. Der Grabhügel bei Brachstedt. Wo ist ein Obelisk draufgestellt. Der Grabhügel, der am Nordrand von Brachstedt liegt, hat einen Durchmesser von etwa 40 Metern und ist 3 Meter hoch. Auf der Hügelspitze steht heute eine Art Obelisk. Auf dem Sockel stand wohl vorher ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Bis um 1900 soll hier noch ein Menhir den Hügel gekrönt haben. Schöner Ausblick. Der Grabhügel wurde bisher nicht archäologisch untersucht. Diese Abbildung zeigt das Innere des bereits untersuchten Spitzberges zwischen Hohenturm und Landsberg. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass dieser Grabhügel ähnlich aufgebaut ist. Sollte das zutreffen, dürften die ältesten Funde der Balberger Kultur zuzurechnen sein. Der Hügel könnte also bis zu 6000 Jahre alt sein. Nächste Station, der Menhir Hohen. Leute, wir sind da. Der Menhir von Brachstedt bzw. von Hohen. Da oben steht er ja. Umgeben von Rubinien. Etwa 1 Kilometer nördlich von Hohen finden wir einen weiteren Grabhügel, auf dem heute noch ein Menhir steht. Der Hügel ist 3 Meter hoch und etwa 25 Meter breit. Er wurde auf dem sogenannten Steinberg errichtet. Der Menhir ist 1,63 Meter hoch und wurde wohl, welche Überraschung, vor 5600 bis 4200 Jahren aufgestellt.
Auch dieser Grabhügel wurde bisher nicht untersucht. Wunderschön. Braunkohlequarzit dürfte das auch sein. Wie bei der Steinerne Jungfrau von Döhlau. Die Informationstafel verweist auf den nahen Dachsberg, wo Grabungen durchgeführt wurden. Die Zeitrafferaufnahme lief noch eine Weile, also habe ich mich dort auch gleich noch umgesehen. Jetzt habe ich gerade auf dem Schild gelesen, dass östlich von Hohen auch der Dachsberg ist, wo auch ein Steingrab entdeckt wurde. Da stehe ich jetzt gerade drauf. Der Dachsberg. Das sind schon ganz spannende Hügel und so weiter. Aber wo genau hier diese Steinkammer gewesen sein soll, vielleicht finde ich noch was. Mal schauen. Der Grabhügel auf dem Dachsberg war etwa 4 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 20 Metern. Hier wurde 1886 die Rampenkiste von Hohen ausgegraben. So hat sie ausgesehen, leider ist sie zerstört. Wahrscheinlich ist sie der Walter Nienburger Bernburger Kultur zuzuschreiben. Hier war weder eine Informationstafel, noch waren Reste eines Grabhügels für mich erkennbar. Lediglich eine Menge Erdwälle waren hier zu finden, die aber durchaus neuzeitlich sein könnten. Zurück zum Menhir. Ach übrigens, diesen Hügel hier nennt man den Geisterhügel. Soweit erstmal von Brachstedt. Für euch geht es jetzt weiter in Repau bzw. Libena. Bis gleich. Zwischen Werdertau und Kösseln bin ich jetzt nochmal in so ein kleines Wäldchen rein. Muss ich gerade irgendwie hier über die Fuhne. War ein bisschen spannend. Habe ich aber geschafft. Hier. Und da hinten gibt es irgendwie Mauerreste. Dass mal ein Bunker war oder sowas. Wie man das sieht da hinten. Da. Ist schon. Hier noch mehr Mauerreste. Porphyr, wie es aussieht. Was war denn hier los? Mal gucken, ob ich heil zurückkomme. Das ist die Stelle, wo ich gerade rüber bin. Dieser Stab da ist direkt im Matsch stecken geblieben. Das ist eine Todesfalle. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Gott sei Dank. Hier habe ich eine Karte auf Grundlage einer Publikation aus den 1970er Jahren erstellt. Diese zeigt die vorhandenen Großsteingräber und Grabhügel in der Region Anhalt vor etwa 250 Jahren. Auf dieser Karte sind die Anlagen eingezeichnet, die am Ende der 1970er Jahre noch existiert haben. 3 Grabhügel können wir wieder hinzufügen, denn wie wir herausgefunden haben, existieren diese noch am Rande der Kalkteiche. Die hier angegebenen Anlagen von links nach rechts. Das Steinkreuz von Amesdorf, der Grabhügel Gerbstedt, Stockhof Gröna, Pfaffenberge Trebnitz, Spillingsbreite Trebnitz bzw. Könner, Großsteingrab Heringsberg, Pfingstberg, Schneiderberg Balberge, namensgebend für die Balberger Kultur, Polsberg, Bierberg, Steinerne Hütte, Spitzes Hoch, Fuchsberg, Teufelskeller Drosa, Großganggrab Wulfen, Wartenberg Zabitz, Mühlenhügel Kleinbögnitz, Grabhügel Pilsenhöhe,
Südlich von Köthen wird hier ein Grabhügel angeführt, den ich nicht zuordnen kann. Großsteingrab Schurtewitz, Mühlberg Libena, Grabhügel Repau. Es gibt aber noch deutlich mehr Grabhügel, die nicht auf dieser Karte aufgeführt sind. Hä? Hä? Der Grabhügel bei Repau. Sah nicht ganz unscheinbar aus. Denkt man, es ist eigentlich so ein kleiner Dreckberg hier irgendwo auf dem Acker. Nee, ist ein Grabhügel. Da drüben sehen wir die Mühle. Der Mühlenhügel ist ein Grabhügel. Das ist einfach Wahnsinn, was hier los ist. Tafel Rebhühner. Ja, ist ja in Ordnung. Der Mühlenhügel bei Libena kenne ich schon relativ lange. Habe ich schon einige Zeitrafferaufnahmen von hier aus geschossen, gerade nachts. Auch das Grabhügel, jungsteinzeitlich, wenn ich mich richtig entsinne. Auch dieser Stein hier, der hier so recht unscheinbar am Straßenrand steht und ich an ihm wahrscheinlich schon 1000-mal vorbeigefahren bin, ist ein Menhir. Mitten im Ort hier in Libena steht auch noch ein interessanter Stein. Keine Inschrift, nichts drauf. Könnte also sein, dass auch das vielleicht mal ein Menhir war oder zu irgendwas mit dazugehört hat, zu irgendeiner Anlage. Dazu habe ich allerdings nichts gehört. Das ist jetzt nur Vermutung von mir. Aber sieht doch horror interessant aus, wie geschichtet. Also, komisch. Und der da, das ist ein Hügel, wo ich schon gefühlt 10 Jahre darauf warte, da mal irgendwie hinzufahren. Und das bevor ich wusste, dass vieles hier Grabhügel sind. Ich glaube, heute ist der Tag, ich schau mal hin. Relativ krass zugewachsen, das Ding. Aber hier geht zumindest so ein kleiner Tierpfad rein. Gucke ich mir jetzt an. Ich würde halt mal interessieren, ob man vielleicht irgendwo ein paar Steine sieht oder so. Das wäre vielleicht ganz interessant. Aber vielleicht ist natürlich auch bloß ein Erdhügel. Weiß man natürlich nicht so genau. Schauen wir mal, wenn ich was Interessantes sehe, lasse ich es euch wissen. Also hier haben wir schon mal ein totes Schaf. Das scheint schon eine Weile zu liegen. Stinken tut es nicht mehr. Das zweite Schafsfell. Offensichtlich kommen Schafe hierher, um zu sterben. Oder sie werden hier gestorben. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist hier eine Wolfspopulation. Ich schmeiß mit meiner Plastikflasche. Interessanterweise wachsen hier einige Eichen. Wisst ihr, was ich noch nicht gesehen habe? Eine Robinie. Ja, kann es ja eigentlich kein Grabhügel sein, oder? Eine Hütte im verlassenen Waldstück. Naja, gucken wir mal. Vielleicht ist ja die Blair-Hexe da. Also offensichtlich kommen Schafe hierher, um zu sterben. Also wenn es nicht schon früher ein Grabhügel war, ist es jetzt einer. Aber sonst ist hier halt nicht viel zu entdecken. Von daher mache ich erstmal wieder weiter. Wir sehen uns. Der sogenannte Hilgenstein zwischen Köthen und Barsdorf. Zwischen Köthen und Barsdorf liegt auf dem Feld der sogenannte Hilgenstein. Wahrscheinlich leitet sich der Name von Heiligenstein ab, was wiederum auf Sagen diesen Stein betreffend zurückzuführen ist.
Da diese Sagen für mich nach christlicher Propaganda klingen, werde ich diese hier nicht vorstellen. Als diese Stelle 1844 untersucht wurde, sind Waffen aus der Spätbronzezeit gefunden worden. Der Stein selbst soll wohl aus Schweden stammen und während der letzten Eiszeit von den Eismassen hierher befördert worden sein. So. Pilsenhöhe zwischen Köthen und Ahrensdorf. Das, was hier so im Hintergrund grün ist und leicht erhöht, das ist ein Grabhügel. Ist dummerweise auf einem Privatgelände, kommt man also nicht hin. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen, aber da war gerade so ein recht zorniger Hund. In Pilsenhöhe, mit 111 Metern, die höchste Erhebung der Umgebung, befindet sich auf einem Privatgrundstück ein weiterer Grabhügel, der wahrscheinlich jungsteinzeitlich sein dürfte. Er wurde bisher, meines Wissens nach, nicht untersucht. Die Luftbildarchäologie hat in den letzten 25 Jahren eine riesige Anzahl an Grabenanlagen und Gruben entdeckt, die bis in das Mittelneolithikum vor etwa 7000 Jahren zurückreichen können. Hierzu kann ich ein Buch empfehlen: Pilotstudien, 12 Jahre Luftbildarchäologie in Sachsen-Anhalt von Ralf Schwarz. Aber auch ohne dieses Buch kann man mit Google Earth Pro viele dieser Strukturen erkennen. Wenn man weiß, wonach man Ausschau halten muss, erkennt man eine Unmenge von künstlichen Gräben oder sonstigen Anlagen. Hier mal einige Beispiele. In Google Earth Pro kann man sich auch ältere Satellitenbilder anzeigen lassen. Das funktioniert allerdings, meines Wissens nach, nicht mit der Version für mobile Endgeräte. Einen Link zum kostenlosen Download des Programms verlinke ich in der Videobeschreibung. Da sich die Gräben oder ähnliche Strukturen nur abzeichnen, wenn der Bewuchs gerade günstig ist, können uns die Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten mehr Hinweise geben. Ich demonstriere das mal am Beispiel von der Umgebung einer Ortschaft mit dem schönen Namen Pissdorf, im Volksmund auch liebevoll St. Urin genannt. Dieser Ort liegt einige Kilometer nordöstlich von Köthen. In der Standardansicht werden momentan Bilder aus dem Jahr 2022 verwendet. Auf dem südwestlichen Acker sind Strukturen zu erkennen, die wahrscheinlich nicht natürlich entstanden sind. Wenn man jetzt in der Leiste oben auf Historische Bilder anzeigen klickt, wird eine Zeitleiste eingeblendet. Bis zurück zum Jahr 2000 erhält man hier Bilder, die verwertbar sind. Für manche Gegenden, wie zum Beispiel Dessau, findet man hier sogar Luftaufklärungsbilder von 1943. Gehe ich zurück zum Jahr 2015, zeichnen sich auf dem Acker daneben ähnliche Strukturen ab. Im Jahr 2000 sind diese Strukturen auf dem Acker oberhalb zu erkennen. Einige solcher Orte hat man archäologisch untersucht und anhand der Funde werden diese Anlagen entweder als zum Beispiel prähistorisch, mittelalterlich oder neuzeitlich eingeschätzt. Findet man nichts oder hat bisher keine Untersuchungen durchgeführt, werden die Strukturen anhand gleicher, wiederkehrender Formen bestimmten Zeiten bzw. Kulturen zugeordnet. Ohne genaue Untersuchung kann man hier aber lediglich Vermutungen anstellen. Kreisgrabenanlagen wurden zum Beispiel in prähistorischen Zeiten bis ins Mittelalter angelegt. Doch selbst Funde aus bestimmten Zeiten belegen nicht sicher, dass diese Gräben auch zu diesen Zeiten geschaffen wurden. Sie belegen lediglich sicher, dass diese Anlage zu einer bestimmten Zeit genutzt wurde. Aus welchen Zeiten diese Grabenanlagen stammen, kann man letztendlich nicht mit Sicherheit sagen. Man kann nicht ausschließen, dass zum Beispiel ein Graben, welcher im Neolithikum oder vielleicht sogar noch viel früher geschaffen wurde, in der Spätbronzezeit erneut ausgehoben wurde und damit alle Überbleibsel der Erschaffer entfernt wurden, sodass lediglich Funde aus der Bronzezeit gemacht werden. Letzte Station, der Heidenberg in Schortewitz. Das Steingrab bei Schortewitz. Ganz schöner Apparat.
Granit, würde ich sagen. Das Großsteingrab Heidenberg gilt als südlichstes bekanntes Großganggrab in Deutschland. Die überhügelte Anlage wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts teilweise zerstört und unter Leitung von Götze und Eichhorn im Jahr 1913 erstmals archäologisch untersucht. Der älteste Fund, der Rest einer Tasse, wird der Walter Nienburger Bernburger Kultur zugeschrieben. Sie soll demzufolge 5500 bis 4800 Jahre alt sein. Die inneren Maße der Kammer sollen den Aufzeichnungen des Ausgräbers zufolge eine Höhe von 1,75 Meter, eine Länge von 5,70 Meter und eine Breite von 1,40 Meter betragen haben. Außerdem soll sie säuberlich mit Porphyr und Sandstein gepflastert worden sein. Ursprünglich war in der Nähe ein weiterer Grabhügel mit einem Großsteingrab vorhanden. Letzteres wurde beim Schloss Köthen wieder aufgebaut. Dort findet man auch noch eine weitere sogenannte Rampenkiste, die ursprünglich in Plömnitz stand. Um Fotos von diesen beiden Großsteingräbern zu veröffentlichen, muss vorher eine Genehmigung eingeholt werden, daher kann ich hier keine Abbildungen davon zeigen. Das Großsteingrab Heidenberg ist mehr oder weniger genau wie der Teufelskeller Drosa ausgerichtet. 299 Grad Nordwest. Auch vom Baustil her passt diese Anlage hervorragend zum Teufelskeller Drosa und dem Großganggrab Wulfen. So haben wir auch hier die großen drei. Bei Gelegenheit werde ich auch diese drei vermessen. Bitte hinterlasst auch an diesen alten Orten nichts als Fußspuren. Wunderbare Sonne im Nacken. Das kann schöner sein. Das war's für heute. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.